Ja, zunächst mal guten Morgen. Ja, wir haben, oder beziehungsweise für mich war es gestern ein ziemlich neues Thema, weil ich so mit Service-Themen und Ähnliches, klar, durch diese Media ein bisschen mit drin bin. Aber es war auch ein bisschen Kopfschmerzen, weil manche Begriffe habe ich absolut nicht verstanden. Da bin ich absolut ehrlich. Ich komme jetzt eher aus der Hardware-Schiene und ja, möchte euch einfach mal erzählen, ja, was wir bei der Extra Computer machen, warum wir unsere Daseinsberechtigung definitiv haben und für was wir einfach auch stehen. Heißt, die Werte, die wir bei der Extra Computer verkörpern und auch durchgehend leben. Unter anderem ist es einfach die digitale Souveränität, die wir ja, nicht nur nach Europa zurückholen wollen, sondern ich hoffe auch, dass wir das gemeinsam weg von den USA, weg von China, wieder hier zu uns ziehen. Weil das Know-how, das mittlerweile auch schon bei vielen flöten gegangen ist einfach schade. Und ja, von daher fange ich da einfach mal an. Ich will da auch gar nicht so viel oder so in die Tiefe gehen. Heißt, ich mache das Ganze ein Stück weit oberflächlich. Ja, und hoffe, wenn irgendwo Fragen sind, dass die einfach gestellt werden und ich die dann auch dementsprechend beantworten kann. Ja, der Bernd hat es ja gesagt, ich habe mir einfach mal gedacht, warum bin ich jetzt hier? Liegt einfach daran, wir liefern das System an Symedia. Wird vielen ein Begriff sein, werden viele kennen. Wo es herkommt, kennen wahrscheinlich die wenigsten. Und dafür bin ich jetzt einfach da, um euch einfach auch den Hintergrund und auch die Hardware da dahinter einfach so ein Stück weit näher zu bringen, beziehungsweise die Hardware eigentlich nicht, weil ich glaube, das ist für euch ein Stück weit langweilig, sondern einfach, warum die Symedia und auch die Extra Computer Partner sind, warum diese Partnerschaft gelebt wird, unter anderem mit dem Grill-Event und Ähnliches und warum wir ja, auch Krisenzeiten wie Corona ziemlich gut überstanden haben. Corona kennt jeder, die Lieferketten und Ähnliches haben da ziemlich gelitten drunter, durften auch wir spüren. Das Gerät kommt leider nicht aus Europa. Das wird bei uns nur final assembliert. Kommt aber die letzte Folie, ein kleiner Ausblick eventuell in die Zukunft, dass wir das Ganze auch wieder zu uns holen. Ja, von daher wird final assembliert bei uns, deswegen darf es sich in Teilen Made in Germany nennen. Und da haben wir einfach, ja, sind der größte Abnehmer hier in Deutschland für den Pokini F2. Wird gern genommen, weil er eben klein ist, weil er viel kann und viel aushält. Die nächste Frage, die ich jetzt einfach stelle, ist, warum ist denn die digitale Souveränität so wichtig? Ich denke, dass die Vorteile von der digitalen Souveränität einfach ein Stück weit auf der Hand liegen. Heißt, wir haben den Schutz von Daten und auch von der Privatsphäre. Der Schutz von Daten, gerade bei Unternehmen, wir haben es gestern ein Stück weit gehört von Marius, wird immer mehr angegriffen, ist ein ganz großes Thema. Ich bin ehrlich, wie die DSGVO in den USA oder in China aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Standard in Deutschland ziemlich hoch ist. Und durch das sind wir natürlich ja, daran gebunden, genau diese Standards dementsprechend hoch zu halten und eben da einfach ja, uns dementsprechend von Ostlern und auch von den USA einfach abzuheben. Genauso eben die Unabhängigkeit. Ich meine, wir dürfen stolz darauf sein, dass wir hier in Europa leben. Wir haben viel zu bieten. Kommt nachher eine ziemlich coole Presse oder eine coole Umfrage noch dazu. Ich bin stolz drauf, muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich von hier komme. Ich bin stolz drauf, dass ich ja, dieses Know-how hier behalten darf und auch gucken darf, dass das Ganze einfach hier wieder einfach groß wird und wir das Know-how hier nach Europa wieder zurückholen. Ich denke, das wird, oder beziehungsweise es gibt keinen, mit dem ich bis jetzt darüber gesprochen habe, der das Ganze nicht so sieht.
Nur, so wie es wir gestern auch schon bei der Bielefelder gelernt haben, das Problem ist, bezahlen will es halt keiner. Wir sind da ein Stück weit ja, von diesen Dumpingpreisen von China oder ähnliches, haben wir es ausgelagert, wir haben das Know-how abgegeben. Ja, nur das kleine gallische Dorf in Gingen, Sachsenhausen, ist noch da und möchte das Ganze dementsprechend einfach hochhalten. Dafür stehen wir, dafür leben wir und das sind einfach auch unsere Werte, die wir da verfolgen. Die Wettbewerbsfähigkeit, die Innovationskraft, die wir hier in Europa haben, ist super. Wir sind einfach nur zu abhängig davon. Die Vorteile von einer digitalen Souveränität liegen eigentlich auf der Hand. Das ist zum einen die Lieferketten, die einfach sicherer sind. Als Beispiel, gerade schon genannt, Corona. Oder lass einfach mal ein Schiff im Suezkanal nochmal quer stehen. Dann verzögert sich die ganze Lieferkette dementsprechend und wir sitzen auf dem Trockenen. Sonstige weltpolitische Störungen lasse ich erstmal außen vor. Was da in Zukunft kommt, weiß keiner. Genau, die Datensouveränität, sensible Daten, die bleiben eben in den Unternehmen, die bleiben in Europa, die bleiben bei uns, die sind gesichert durch verschiedene Gesetze. Genau, und wir stärken eben die europäische Handlungsfähigkeit, wenn es dann wirklich, ja, momentan sind wir gefühlt so ein Stück weit ein Spielball von den USA, sind abhängig davon, okay, was macht der da drüben? Ja, und da einfach das Ganze wieder zum Stärken. Hallo, guten Morgen. Ist einfach meiner Meinung nach wichtig. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, aber ich glaube, wenn da jeder seinen Teil und seinen Beitrag, jedes Unternehmen seinen Beitrag dazu beiträgt, werden wir da peu à peu wieder hinkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, von der Bitkom einfach mal eine Umfrage, was die Abhängigkeit oder wie die Unternehmen, wie ein paar Unternehmen die Abhängigkeit von China und von den USA einfach sehen. Schlüsseltechnologien heißt, wir reden hier weder von Maschinen noch von Autos, sondern wir reden hier einfach wirklich über die Halbleiter, über die Software- und Cloud-Dienste, die Cybersecurity-Lösungen oder eben auch die IT-Hardware. 44% davon sehen sich stark abhängig von China, 41% davon stark abhängig von den USA. Klar, die Abhängigkeit von den Cloud-Anbietern, AWS, Microsoft, Google etc. pp. Liegt auf der Hand. Und da wollen wir einfach, da werden wir wahrscheinlich nicht ganz reinkommen, klar. Dafür haben sie momentan gerade einfach noch einen zu starken Markt. Aber gerade mit unserem Mutterunternehmen, wie der Herr Meten ja auch schon weiß und auch kennt, die Thomas Krenn, gucken wir, dass wir gerade wirklich auch Rechenzentren hier bei uns in Deutschland klimaneutral aufbauen und haben da auch ziemlich geile Ideen, weil so ein Rechenzentrum als kleines Beispiel verbraucht ziemlich viel Energie, heißt die Kühlung durch Wasser, das Wasser wird sehr heiß. Wie wir es Bielefelder auch schon gesehen haben, heißt das Wasser wird dementsprechend abgepumpt und das Warmwasser irgendwo anders verwendet. Das sind einfach so Ideen und Innovationen, die hier aus Deutschland kommen. Ich habe meinen Geschäftsführer kennengelernt in Norddeutschland. Die bieten in Windrädern Platz für Datacenter. Also die haben verschiedene Windräder und bieten auch dort Plätze auf. Habe ich, glaube ich, auch sehr innovativ. Definitiv den Platz, den man hat, einfach nutzen. Also es ist, wir haben hier geile Ideen. Das Ganze wird aber einfach aufgrund von verschiedenen Themen outgesourced. Warum? Lasst das Ganze bei uns, lasst das Ganze hier in Europa, lasst das Ganze bei uns das Know-how. Genauso wie der China als wachsender Player von 5G, KI und eben, wo wir sehr stark immer mit drin sind und wo wir einfach sehr stark mit zum Kämpfen haben, ist natürlich China als Hardware-Lieferant. Die fertigen die Dinger spottbillig teilweise, aber ich kann euch sagen, wer billig kauft, kauft 2 oder 3-mal. Und so viel teurer ist es nicht mehr. Also wir haben da sehr gute Partner hier bei uns in Deutschland, die, wenn es um den reinen Preiskampf geht, kommen wir nicht hin.
muss man ganz offen und ehrlich dazu sagen. Allerdings, wir hatten es vorher, die Lösungen gemeinsam mit den Kunden zu erarbeiten, mit den gemeinsamen Werten, die man hat, die gleiche Sprache, die man spricht und vor allen Dingen das Interkulturelle, die noch weglassen zu können, ist geil, ist schön und es werden da die besten Lösungen draus. Finde ich ziemlich interessant, heißt, die haben nach diesem Ding auch die Vertrauensfrage gestellt, okay? Die USA, denen vertrauen noch 51%, ich denke Tendenz ziemlich sinkend, den USA lediglich 26%. Da stellt sich für mich einfach die Frage, oder beziehungsweise 97% der Unternehmen der Gefragten vertrauen Partnern hier in den EU. Warum beziehe ich dieses Ganze dann einfach aus Europa, aus den USA und aus China? Kurze Frage, vielleicht habe ich es vorher noch nicht mitbekommen. Wer wurde da befragt? Verschiedene Unternehmen. Also ist, von Bitkom, welche Unternehmen genau, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das übersteigt es dann auch. Aber wie gesagt, das sind einfach von der Bitkom eine Umfrage, dass das Ganze dann läuft, genau. Und da stellt sich mir die Frage einfach, warum beziehe ich das Ganze eben aus Fernost oder aus den USA, wenn ich denen nicht vertraue? Gerade was meine Daten angeht. Klar, zum einen das Geld. Mittlerweile sind wir vielleicht einfach auch zu faul, das Ganze sauber zu vergleichen und dementsprechend einfach die Kostenaufstellung zu machen. Weil ich muss es herschiffen. Klar, ich kenne es von unseren Ausschreibungen. Ich habe einen Gerätepreis und das war's. Alles andere interessiert mich erstmal nicht. Wie viel Zeit ich da reinstecken muss, bis die Lösung steht, sehe ich nicht. Die funktioniert gleiche Sprache, im meisten Fall deutlich schneller. Und ich habe wahrscheinlich sogar die bessere Lösung, weil die Chinesen, so kenne ich es, machen einfach das, was man denen sagt. Wir überlegen uns, okay, wie können wir es vielleicht noch besser machen. Genau, und wir wollen eben genau da ansetzen und da einfach die Wertschöpfung in Deutschland und Europa wieder nach oben bringen und auch halten. Was tut Europa bisher bereits dagegen? Ich denke, da wird der Herr Meten sein Steckenpferd auch mit drin haben, das, was wir gestern gesprochen haben. Genau, also wir haben den EU Data Act, das ist einmal die Schaffung von einem fairen Datenmarkt, dass die Nutzer oder die Daten eben hier bei uns in Europa bleiben, die Stärkung der Nutzerrechte, Förderung von Innovationen und eben, dass der Wettbewerb dementsprechend, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Zum anderen dann eben auch den European Chips Act, ist so das Pendant zu dem USA Chips Act, heißt wir wollen auch hier einfach die Stärkung von Halbleiter-Ökosystemen machen. Wir gehen das ein bisschen anders an mit Subventionen. Leider ist mit Intel hier in Deutschland nichts geworden. Hoffentlich kommt da in Zukunft dementsprechend was. Und wir wollen einfach unseren Teil genau dazu beitragen. Ich habe vorher vom gallischen Dorf gesprochen. Es ist wirklich ein Dorf, wo wir sitzen. Heidenheim an der Brenz wird vielleicht vielen ein Begriff sein durch die Bundesliga. Zeiss sitzt nicht weit von uns weg. Zeiss sitzt nicht weit von uns weg, genau. Von daher, es ist wirklich so, es sieht auch wirklich so aus. Hier vorne ist noch tatsächlich, funktioniert nicht, aber hier vorne, wenn man von der Hauptstraße, wenn man es so nennen darf, reinfährt, ist noch ein Schild mit frische Eier hier zu verkaufen. Wir sagen immer bei die Eier rechts, dann kommt er zu uns, dann kommt er zu uns zu Extra. Und es ist tatsächlich genau so, organisch und meiner Meinung nach mit richtig viel Charme gewachsen und gebaut worden. 1989 von den Gebrüdern Fetzers gegründet, hier vorne im Elternhaus noch, unterm Dachstuhl, also so wie man es eigentlich von HP in der Garage kennt, hatten die zwar schon einen Dachstuhl, aber haben da trotzdem ihre ersten Systeme gebaut.
haben oder sind mittlerweile bei 60 Millionen Umsatz mit ein Ticken über 200 Mitarbeitern. Zusammenschluss hört sich besser an, wie wir sind gekauft worden. Deswegen 2022 dann der Zusammenschluss mit der Thomas Krenn AG. Thomas Krenn wird vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein. Ein sehr, sehr großer deutscher Serverhersteller, sitzen in Freyung im tiefen Bayern. Sprache ab und zu etwas schwierig. Wir schwäbeln, die oberbayerisch, aber wir kriegen es hin. Und haben 4000 aktive Kunden, sei es Fachhändler und Systemhäuser, weil wir da einfach organisch gewachsen sind mit diesen zusammen. Das waren so die ersten Kunden, die wir hatten. Oder dann eben jetzt auch mit Softwarehäusern. Oder in Paderborn sitzt zum Beispiel auch die D-Space, die ein großer Kunde von uns ist. Genau, machen 50.000 Systeme pro Jahr. Auch hier Tendenz hoffentlich steigend. Wo sind wir alles tätig? Also was sind unsere Standbeine? Ich habe es hier mal aufgelistet. Das ist einmal vorne im Büro. Wir haben 3 Brands. Das ist einmal die Expon, Calmo und eben der Pokini. Vorne im Büro sind eher so diese klassischen PCs, Laptops, Thin Clients sind wir momentan ziemlich groß, was Eagle-Geräte oder Eagle-zertifizierte Geräte angeht. XXX Lutz ist da ein großer Kunde, der Tausende an Systemen von uns dann abnimmt und gehen dann einfach auch Richtung Produktion, produzierendes Gewerbe mit unserer Calmo-Brand. Die ist tatsächlich wirklich so gut es geht made in Germany. Heißt, wir haben hier Lieferanten, die Gehäuse liefern aus Hamburg oben. Wir arbeiten da mit dem Bordhersteller. Mittlerweile ist Kontron zusammen, haben da aber eine 35-jährige Partnerschaft hat angefangen mit Fujitsu. Die haben in Augsburg gefertigt, sind dann aufgekauft worden von Kontron. Die komplette Sparte Industrie, Mainboards, ist mit nach Blaubeuren gekommen. Da haben sie wirklich, also ein Kollege war da letztens, das ist wirklich auf der grünen Wiese einfach aufgebaut worden. Mega geil. Kann ich nur empfehlen, wer die Chance hat, geht hin, schaut es euch an. Sensationell. Gerade auch was die Qualität angeht, heißt, die haben da wirklich Roboterarme, die, ich meine, 40 Punkte auf einmal messen, ob das Board auch wirklich die Qualitätsstandard von Kontron hat. Und das findet ihr so nirgends. Das gibt es weder in China noch in den USA oder ähnliches. Das sind einfach die Standards, die wir setzen und die wir einfach bei uns auch haben und die wir in unseren Produkten dann einfach auch wollen. Und dann haben wir eben unsere Pokinis, sind ja, die Rugged-Geräte darunter. Darunter fallen Tablets, darunter fällt unter anderem der Pokini F2, den fast alle einsetzen und hoffentlich bald alle und noch mehr. Genau, von daher sind unsere 3 Brands, unsere 3 Standbeine, die wir in diesem Zuge einfach auch dann haben. Ja, ein kleiner Auszug, ich glaube, das gehört einfach dazu. Die Anwender von unseren Dingern heißt, es wird in Giengen, Sachsenhausen, wir hatten es vorher kurz, es gibt Hidden Champions. Ich würde uns noch nicht als Hidden Champion bezeichnen, aber wir sind hoffentlich auf einem ziemlich guten Weg mit Partnern wie Symedia da einfach auch hin. Ja, wir reden nicht nur von digitaler Souveränität, die wir hier in Europa haben wollen. Wir haben uns auch überlegt, okay, wie können wir Taten sprechen lassen? Taten haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt einfach mal klein an, indem wir einfach einen Verein für IT aus Europa gründen. Links ist unser Geschäftsführer, der Christian Herzog von der Extra Computer. Rechts ist der CEO von der Thomas Krenn. Also auch hier schauen wir, Collaboration is everything, haben wir gestern gelernt, dass wir einfach die Synergien, die die 2 Unternehmen einfach haben, bündeln und einfach dementsprechend auch vorangehen. Heißt, wir wollen nicht nur irgendjemand sein, der irgendwann mal irgendwo mitläuft, sondern wir sind einfach von unseren Werten und von unserer DNA aus so, dass wir vorangehen
und eben einen Verein gründen, der dann irgendwann mal Gütesiegel und Ähnliches vergibt. Also das sind so die Visionen, die wir dann auch haben. Wenn wir schon bei Taten sind, ich habe es vorher kurz angeteasert, ist auch die letzte Folie, ich verspreche es. Ich hatte beim Grill-Event mit dabei. Der ATL hatten ja auch schon geprüft. Das ist unser Gerät, um den Pokini F2 vielleicht in Zukunft einfach mal abzulösen. Den haben wir zusammen, beziehungsweise sind wir in engem Austausch mit Symedia. Quadratisch praktisch gut. Was hier einfach wirklich mitgedacht ist, dass ihr könnt den grundsätzlich überall oder egal wie und überall in den Schaltschrank hängen. Heißt, ob ich den als Hutschiene mache, ob ich den unten quer reinstecke oder wie auch immer. Ich kann den drehen, wie ich möchte. Möchte ich die Schnittstellen vorne haben, ist das absolut kein Problem. Es ist an alles gedacht worden. Man müsste nur die Kühlrippen oben dann eben einmal um 90 Grad drehen, dass da einfach die saubere Abluft und dass wir die Abwärme dann einfach auch wegbekommen. Das ein Gerät, wo wir einfach diese Lösung zusammen mit Partnern erarbeiten. Und ich glaube, das ist einfach das, was uns hier auch stark macht. Heißt, nicht jeder hat die Scheuklappen auf und denkt nur an sich, sondern wir wollen einfach diese Partnerschaften leben. Wir wollen einfach die perfekte Lösung für Kunden draußen auf dem Feld haben, mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Und dafür stehen wir als Extra Computer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich darf wieder einen Lautsprecher vergeben. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Sehr interessant. Jetzt weiß ich auch, was mit der digitalen Souveränität in Europa. Gleich haben wir eine Frage. Genau, Aldo? Genau. Fertigt ihr die Systeme komplett selber? Also fertigt ihr Leiterplatten, lötet da Chips auf oder baut es eigentlich nur zusammen? Wir haben unseren Partner Kontron, der dann vieles für uns fertigt. Wir können aber auch bei uns in unserer Sonderentwicklung PCB-Boards oder Ähnliches selber löten. Ab großen Stückzahlen haben wir dann einfach noch nicht die Manpower dazu, aber wir gucken, dass wir wirklich die Wertschöpfung so viel und so gut wie möglich hier bei uns in Deutschland haben. Okay. Das heißt grundsätzlich, ihr kauft halt irgendwo die Leiterplatten, ihr kauft irgendwo das Gehäuse, irgendwo den Poweradapter und schraubt das dann zusammen. Genau. Okay. Frei nach Wunsch, wie gesagt. Also es ist nicht so, dass wir da einfach einen Standard haben, sondern das beste Beispiel ist dann einfach in dem Fall die D-Space in Paderborn. Die nehmen 19 Zoll Gehäuse, da standen wir gegen große wie eine Afnet oder Ähnliches. Nur wir haben dann einfach gesagt, okay, wir fangen von null an, nehmen genau diese oder schauen, dass wir einfach die Luftdurchführung und Ähnliches so weit optimieren in diesem Gehäuse und mit diesem Board drin, dass das Ganze einfach wirklich auch sauber funktioniert. Und aufgrund dessen sind sie mittlerweile auch ebenfalls seit 4 oder 5 Jahren bei uns Kunde in diesen ganzen großen Automobillandschaften. Schreibt ihr dann auch Software für eure Nein. Gerätschaften? Nee. Software machen wir nicht. Da kommt dann die Kollaboration mit Symedia oder anderen Softwarehäusern. BIOS und so. Achso, ja klar. Also BIOS, Kauft ihr auch ein oder? BIOS kommt ja von den Bordherstellern schon mit drauf. Wir sind da so eng vernetzt, gerade mit Kontron zum Beispiel, dass wir da wirklich alles selber einstellen können. Wir haben sämtliche Tools von Kontron, die wir für unsere Kunden dementsprechend dann auch wirklich packen können. Weitere Fragen aus dem Auditorium? Ansonsten kann ich von einem Ding auf jeden Fall berichten, warum es für uns sehr wichtig ist und wahrscheinlich auch für alle anwesenden Maschinenbauer, dass dieses Produkt hier in Europa oder Deutschland gefertigt ist, weil wenn wir Produkte als Kommunikationsdevice liefern würden, die in Amerika oder in Fernost oder in anderen Ländern gebaut werden, dann hat man als Maschinenbauer natürlich ein Problem. Wenn man seine Maschine mit amerikanischen Kommunikationshardware nach
in arabischstämmige Länder oder nach China liefert, dann hat man schon ein Problem, was die Kommunikation angeht. Und umgedreht genauso. Ne? Deswegen ist es für uns sehr wichtig gewesen, ein möglichst neutrales, überall akzeptiertes Device zu finden, damit unsere Maschinenbauer da möglichst wenig Probleme haben. Ne? Weil sonst gibt es nur Diskussionen, wir haben schon genug Diskussionen und die brauchen wir nicht auch noch. Ne? Deswegen haben wir gedacht, das müssen wir machen. Vielen Dank. Also von mir nimmst du auf jeden Fall mit, dass den Verein interessiert mich sehr. Ne? Also wenn wir schon was vereinsmäßig machen in Europa, da wollen wir natürlich am Start sein. Wir sind auch IT, glaube ich. Ne? Schickst du uns mal die Informationen. Und ansonsten vielen herzlichen Dank.